Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Sommertop. Für dieses Top nehmen wir einmal unseren Brustumfang. Ich häkel hier wie immer für Größe M, Größe 38 und das sind in etwa 100 cm plus minus. Wenn ihr euren Brustumfang ausgemessen habt, zieht ihr davon, egal für was für eine Größe ihr häkelt, 15% ab. Das wäre in meinem Fall 85. So, dann werden wir gleich eine Kette anschlagen. Bei mir wird diese 85 cm lang sein. Ihr könnt mit einer Luftmaschenkette arbeiten, auf eure Maße anschlagen und dann schon mal mit Stäbchen zurückhäkeln. Ich werde hier den direkten Weg mit einem Fußschlingenanschlag machen und direkt die Stäbchen häkeln. Also das kann jeder machen, wie er möchte. Ihr könnt mit mir jetzt gleich den Fußschlingenanschlag auf Stäbchen mithäkeln, spart euch somit Hin- und Rückreihe und habt direkt eine elastische Kette. Oder aber ihr könnt eine Luftmaschenkette auf eure Maße anschlagen und dann mit Stäbchen zurück. Das Ganze werde ich mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel in Neongelb-Grün häkeln und einer 4er Nadel. Alle Angaben zu Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unter dem Video in der Infobox. Sollte ich es vergessen, dann sagt mir kurz Bescheid, dann schreibe ich euch das Ganze nochmal in die Kommentare. Wir beginnen also jetzt damit, eine Kette anzuschlagen. Ich auf meine 85 cm, ihr auf eure errechnete Maße, Brustumfang minus 15%. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen. Mache einen Umschlag und nehme vorzugsweise die untere einzelne Schlaufe der ersten Masche. Hole den Faden durch und halte dann die liegenden Maschen mit dem Daumen fest. So kann ich dann die 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen. Häkel erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem das Stäbchen steht. Und dann, wie man es für ein Stäbchen kennt, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Und dann haben wir optisch schon unsere Steigeluftmaschen und ein Stäbchen. Jetzt hat sich unten am Stäbchen eine komplette Masche gebildet. Die nehmen wir auch komplett auf. Holen den Faden wieder durch, halten mit dem Daumen das liegende Stäbchen fest, ziehen die Schlaufen auf gleiche Höhe. Erst durch eine Schlaufe für den Boden, auf dem das Stäbchen steht, und durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und so haben wir optisch schon unsere 3. Das geht also sehr, sehr schnell und ihr spart euch Hin- und Rückreihe und habt eine schöne elastische Kette. Nächste gebildete Masche, Umschlag einstechen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine Schlaufe, durch 2 und durch 2. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2. Die Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen ist deswegen wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Ansonsten würde diese unregelmäßig werden und einen Bogen schlagen. So, und ich werde jetzt meine 85 cm so anschlagen und wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. Nach 135 Stäbchen habe ich meine 85 cm erreicht und kann nun unverdreht das Ganze zur Runde schließen. So. Ich steche in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und schließe mit einer Kettmasche. Nun kann ich mit dem losen Faden hier unten in der gegenüberliegenden Masche das Ganze noch verbinden und dann kann sich auch nichts mehr verdrehen. Nun bleiben Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen. Ich beginne hier allerdings nur mit 2 Luftmaschen, denn wenn ich einmal oben bin, werde ich mit einer Kettmasche schließen und dann die Richtung wechseln.
Das ist ab jetzt hier wichtig, dass wir in jeder Reihe die Richtung wechseln, damit die Naht, die sich hier bildet, schön in der Mitte bleibt und wir diese am Ende seitlich tragen können, sodass sie nicht auffällt. Und um die Naht etwas zu kaschieren, mache ich nur 2 Steigeluftmaschen. Würde ich 3 machen, würde sie etwas mehr zum Vorschein kommen. Weiter wird dennoch mit Stäbchen gehäkelt. Ich mache also einen Umschlag und gehe nun in das erste Stäbchen hinein und häkle ein Stäbchen. Wenn ihr mittig ins Stäbchen einstechen wollt, nehmt ihr nicht oben die Masche, sondern hier ist noch so eine Querschlaufe. Wenn ihr mit dem Nadelkopf drauf drückt, habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und wenn ihr abmascht, seid ihr genau mittig im Stäbchen drin. Umschlag, nächste Masche, also nicht oben in die Masche einstechen, sondern hier vorne ist so ein V. Da geht ihr einfach mit dem Nadelkopf rein, habt automatisch 3 Schlaufen auf der Nadel, mascht ab und seid perfekt mittig im Stäbchen. Noch einmal, nicht in die Masche, sondern hier in dieses V hinein. Einfach mit dem Nadelkopf draufdrücken. Die Moment. So. Also nicht in die Masche, sondern in dieses V. Wenn ihr hier mit dem Nadelkopf draufdrückt, seid ihr genau in der Mitte. Und bekommt dadurch schöne gleichmäßige Stäbchen und auf Masse gehäkelt, was wir hier machen wollen. Ein schönes, schlichtes Stino-Top. Sieht das natürlich dann richtig toll aus, wenn alle Stäbchen richtig schön mittig eingestochen sind. Und ihr braucht hier auch gar nicht groß herumfummeln. Normalerweise reicht es einfach auf das V mit dem Nadelkopf drauf zu drücken und man hat es automatisch richtig auf der Nadel. Selten, dass die Nadel mal in einzelnen Fäden hängen bleibt. Ihr seht ja auch jetzt, das geht bei mir, ohne dass ich irgendwie groß rumfummeln muss. Und habe die dann alle schön in der Mitte. Und so häkeln wir jetzt einmal rum. So, nachdem ich einmal rum bin, stopp. Hier hatte ich ja gesagt, Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen. Im Grunde kann man sagen, aus der ersten Reihe die Steigeluftmaschen von Anfang und Ende werden nun zu einer. Denn ich bin jetzt hier einmal rum, ich habe jetzt hier in das eine Stäbchen eingestochen und die Steigeluftmaschen, die fallen nun weg. Da steche ich nicht mehr ein, sondern gehe in die zweite Masche von unten angezählt und beende die Runde mit einer Kettmasche. So habe ich einen schönen geraden Abschluss und auch keine Masche zu viel. Würde ich jetzt hier noch ein Stäbchen hinsetzen, hätte ich noch ein Stäbchen mehr. Und so bin ich jetzt bei 134 und komme perfekt aus. Wie vorhin schon erwähnt, müssen wir nun mit 2 Steigeluftmaschen wieder beginnen. Wenden, denn das ist ganz wichtig, damit die Naht dann schön in der Mitte bleibt. Umschlag und ab hier auch wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ganz einfach. Und das auch nun einmal herum. Und am Ende, nachdem ich einmal rum bin, auch hier wieder Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, steche ich in der zweiten Masche von unten angezählt ein und beende die Runde mit einer Kettmasche. Nach 3 runden Stäbchen klappen wir nun das Ganze zusammen und verbinden dies eine Runde lang mit Stäbchen.
Auch hier beginne ich dann wieder, dass ich die Steigeluftmaschen auf die Steigeluftmaschen lege, 2 Luftmaschen häkel und nun nehme ich mir hier, weil es leichter ist, die Maschen. Also ich nehme mir die erste Masche vom vorderen Häkelstück, die zweite Masche vom hinteren Häkelstück, hole den Faden durch und häkel ein Stäbchen. Umschlag, Masche vom vorderen Häkelstück, Masche vom hinteren Häkelstück, Faden holen und ein Stäbchen häkeln. Und wenn diese dann einmal übereinander liegen und ihr den Anfang gefunden habt, dann geht es eigentlich recht leicht und auch ziemlich zügig voran. So und so nun einmal komplett herum. Schön gleichmäßig, keine Masche auslassen. Und dann sieht das so aus. Auch hier schön gleichmäßig und dann bekommen wir so einen genialen Rand, wo wir später das Gummi noch durchfädeln können, um dem Top einen gewissen Halt zu geben. Und hier bin ich jetzt nun einmal rum. Machen wir das mal nach vorne. Hier haben wir noch eine Masche. So. Und auch hier schließe ich dann in der zweiten Masche von unten angezählt mit einer Kettmasche die Runde. Und so sieht es aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einen normalen Gummizug zu nehmen, der über unsere Brust angepasst wird, und diesen können wir dann mit einer Sicherheitsnadel durch diesen Schlauch hindurchziehen. Und dann könnt ihr das immer wieder, während ihr häkelt, anprobieren und schauen, wann euch das Top lang genug ist. Als nächstes werde ich nun eine Reihe etwas anders häkeln, um so ein bisschen Optik reinzubringen. Dazu häkle ich 3 Steigeluftmaschen, mache einen Umschlag und gehe zurück in das Stäbchen davor, steche ein und häkel ein Stäbchen ab. So habe ich 2 verkreuzte Stäbchen. Damit sich das jetzt nicht wieder zurückdreht, mache ich hier meinen Marker hinein, damit ich weiß, wo ich am Ende der Runde schließen muss. Als nächstes lasse ich das nächste Stäbchen frei, steche ins übernächste ein, häkel dort ein Stäbchen. Umschlag, dann gehe ich zurück in das freigelassene und häkel wieder ein Stäbchen. Eine Masche freilassen, in die zweite ein Stäbchen, Umschlag in die erste zurück, ein Stäbchen. Umschlag, eine Masche freilassen, in die nächste ein Stäbchen, einen Umschlag und zurück in die freigelassene, ein Stäbchen. Und hier kann ich dann nachher noch eine hübsche Kordel durchziehen, die noch zusätzlichen Halt gibt und auch die Optik etwas aufhübscht. Und so nun jetzt einmal komplett herum. Und am Ende der Reihe, nach der letzten Verkreuzung, schließe ich mit einer Kettmasche in der Masche, wo der Marker drin sitzt, das Ganze zur Runde. Und dann sieht es bereits schon
so aus. Und ab hier geht es jetzt Runde für Runde, Reihe für Reihe, wieder ganz normal mit Stäbchen weiter in jede Masche ein Stäbchen, in der Reihe danach auch und in der danach auch. Und das so lang, wie ihr euer Top für euch haben möchtet. Wichtig ist hier, in jeder Reihe, nachdem ihr die Runde beendet habt, wieder die Richtung zu wechseln, damit die Naht halt schön in der Mitte bleibt. Wenn ihr das nicht macht, wird diese anfangen, einen Bogen zu schlagen und das sieht nachher nicht schön aus und ist ärgerlich. Daher nicht vergessen, in jeder Reihe die Richtung zu wechseln. Und ich nehme euch selbstverständlich dabei mit, wie sich das Ganze bei mir entwickelt und am Ende aussieht. Wer möchte, kann sich jetzt schon einen Gummizug hineinfädeln oder aber nach ein paar Reihen hier schon mal eine Kordel, um immer wieder anprobieren zu können. Und mehr ist das auch nicht. Und dann sehen wir uns zum Endergebnis. Bis gleich. Zurück nach insgesamt 30 cm Gesamtlänge ist mein Oberteil soweit fertig. Wie vorhin schon erwähnt, kann aber hier jeder so lang häkeln, wie er möchte. Ob er jetzt ein kurzes Top haben möchte oder so wie ich, ganz leicht bauchfrei, also jetzt nicht sehr kurz, aber auch nicht komplett geschlossen, oder aber als langes Top bis über die Hüfte. Ein Kleid wäre hier genauso möglich. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Weiterempfehlen, teilen, liken ist auf jeden Fall erlaubt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Ciao, ciao.